Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. In diesem Video etwas, was ihr euch schon seit längerem gewünscht habt. Und zwar schauen wir uns die Teufel Definion 3 an. Aber die Teufel Definion 3 kommen nicht ganz alleine, denn Teufel bietet jetzt seit einer gewissen Zeit auch die Möglichkeiten an, Komplett-Sets zu kaufen. Und ich habe mir da einfach mal etwas rausgesucht, denn der Gedanke dahinter ist, einfach die Möglichkeit den Leuten zu bieten, ohne jetzt großartig Gedanken machen zu müssen. Einfach nur, ich möchte eine Stereoanlage haben, ganz einfach und fertig. Ohne jetzt zu überlegen, ja, jetzt habe ich die Lautsprecher, welchen Verstärker dazu brauche ich. Hier haben wir eine komplette Lösung und ich denke, die schauen wir uns in diesem Video doch einfach mal an. Aber natürlich, Hauptmerk geht hier natürlich an die Definion 3. Ich denke, das wird spannend, bleibt doch einfach dran. Los geht's, euer Speaker Schocker. Mit diesem Setup braucht man sich erstmal keine Gedanken mehr zu machen, denn alles, was man braucht, ist mit dabei. Als Stereoverstärker haben wir hier ein Denon DRA800H und als Plattenspieler den Dual DT500 USB. Dazu gibt es dann auch noch das nötige Zubehör, wie zum Beispiel ordentliches Lautsprecherkabel oder auch Spikes, die man sich zusätzlich unter den Lautsprechern schrauben möchte. Gar kein Problem, die sind auch dabei. Sogar Bananenstecker wurden hier nicht vergessen. Die Teufel Definion 3 kommen sehr wuchtig zu euch nach Hause. Sie möchten erst gar nicht aus ihrem Karton raus, darum arrangiert das am besten zu zweit, denn alleine den Lautsprecher irgendwo hinwuchten im Karton oder ihm aus dem Karton rausholen, wird wirklich sehr, sehr schwierig. Ausgepackt ergibt sich bei den Lautsprechern eine Höhe von 118 cm, eine Breite an der Front von 20 cm und eine Tiefe von 38,6 bzw. 43 cm gemessen mit dem Anschlussterminal. Das muss man bei der Aufstellung auf jeden Fall wissen, denn der Lautsprecher wirkt auf Fotos doch eher zierlich und ist auch nicht gerade an der Front der breiteste, aber er baut sehr, sehr tief. Und die Form des Lautsprechers, die erinnert mich irgendwie, kennt ihr dieses Fuller Building in New York, dieses Bügeleisenformgebäude? Und irgendwie ist es bei den Lautsprechern auch. Die werden hinten raus ziemlich schmal, dass gerade irgendwie noch Platz ist für das Anschlussterminal. Also ich finde die Form, die hat auf jeden Fall was und generell wirkt der Lautsprecher sehr modern, aber doch noch irgendwie zurückhaltend vom Design her. Schön finde ich es auch bei dem Design, dass man gar keine Bassreflexöffnungen sieht, denn die sind im Downfire-Prinzip angeordnet. Dieser seidenmatt-schwarze Lack gefällt mir gut, besonders mit dieser weißen Front passt das sehr gut zusammen, das gibt einen sehr schönen Kontrast. Und verarbeitungsmäßig kann ich hier wirklich keine Mängel feststellen. Besonders gefällt es mir einfach, wie die Chassis hier dann doch in diese weiße Front eingelassen wurden. Das sieht einfach wirklich köstlich aus, finde ich. Etwas fragwürdig bei dem Gehäuse der Lautsprecher finde ich schon, wenn man die mitgelieferten Füße von den Lautsprechern verwenden möchte, so muss man die mit Holzschrauben direkt in das Gehäuse reinschrauben. Extra dafür Gewinde sind nicht vorgesehen. Nimmt man aber jetzt zum Beispiel Spikes oder so, die mit in dem Set hier schon drin sind, dann sind da schon direkt Gewinde für vorhanden. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. An der Front des Lautsprechers fällt direkt erstmal das obere Chassis direkt ins Auge. Denn das ist eine kleine Besonderheit und sieht man nicht alle Tage. Und zwar haben wir hier quasi den Hochtöner und den Mitteltöner in einem, auf einer Achse. Wir haben hier eine 25 mm Gewebe Hochtonkalotte und drumherum quasi den Mitteltöner mit 105 mm aus einer Aluminium-Kevlar-Sandwich-Membran. Da das Ganze auf einer Achse ist, soll sich dadurch der Hochton und Mittelton ja quasi wie aus einem Guss anhören, das besonders, ich finde, bei der Stimmenwiedergabe hört man das irgendwie, es hört sich irgendwie anders an. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, weil da fehlen mir noch so ein bisschen die Erfahrungswerte. Aber irgendwie hört sich das doch anders an, irgendwie direkter, irgendwie passender irgendwie. Ganz komisch, aber irgendwie, ja, irgendwie anders. Darunter haben wir dann 360 mm Tieftöner und die Chassis werden aufgrund der Membranform liebevoll Wok genannt, weil sie halt die Form von einem Wok haben. Die Membran selbst besteht hier aus Kohlefaser. Ein Übertragungsbereich wird ja bei dem Bassreflex-Lautsprecher von 48 bis 22.000 Hertz angegeben. Dabei haben wir eine Übergangsfrequenz vom Tieftöner zum Mitteltöner bei 400 Hertz
und vom Mitteltöner zum Hochtöner bei 3600 Hertz. Schauen wir uns hier mal kurz die Messung an, dann sieht man tendenziell, das passt soweit. Wir sehen hier, dass hier unter 50 Hertz nicht mehr wirklich viel passiert, also wirklich der Tiefbassmeister ist der Lautsprecher nicht wirklich, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Dann sehen wir bei 200 bis 400 Hertz eine kleine Einsenkung und dann geht es eigentlich linear bis am Ende wirklich gut durch. Das passt soweit. In Anbetracht der 3 160 mm Tieftöner denkt man, okay, hier haben wir es auf jeden Fall mit richtig Tiefbass zu tun. Aber das gehört doch tatsächlich nicht zu seiner Spitzendisziplin. Denn er ist es so, dass er wirklich schnelle, detaillierte und harte Bässe, Kickbässe gut in den Raum reingibt und das wirklich sehr kraftvoll. Da hat es mich sehr überrascht, dass man sogar schon bei geringen Lautstärken diese Bässe, schnellen Bässe schon gut an der Couch merkt oder auch tatsächlich irgendwie so an der Brust wahrnehmen kann. Also Bass ist auf jeden Fall vorhanden. Das nicht zu wenig. Die Mitten und die Höhen spielen dabei sehr frei auf und verteilen sich wirklich in den gesamten Raum. Je nach Lied hört es sich sogar an, als würde der Lautsprecher nicht vorne stehen, sondern seitlich von einem und das ist schon mal ganz cool. Da kann man zum Beispiel, bei Moby zum Beispiel, die Stimme kommt dann wirklich von vorne, aber dann diese Klaviermelodie, die ist wirklich in den gesamten Raum wird es verteilt und es hört sich jetzt nicht an, als würde es von einem Lautsprecher, die da vorne stehen, produziert. Das hört sich wirklich an, als würde es irgendwie aus dem gesamten Raum kommen, aber das nicht irgendwie diffus oder so, sondern trotzdem noch stereomäßig zuortbar. Und das finde ich, das ist eine ganz große Klasse, was die ganz gut können. Dieses Phänomen macht auch richtig Spaß, zum Beispiel bei dieser Filmmelodie Miami Vice, Crockett's Theme. Das geht auch direkt durch den ganzen Raum oder hier so Weekend, Blinding Lights. Da hat man es auch, da ist diese Melodie in dem gesamten Raum, aber wenn die Stimme von vorne kommen soll, dann lösen die Lautsprecher das schön, die Stimme bleibt schön vorne, aber die gesamte andere Melodie, wenn es sein soll, wird in den gesamten Raum verteilt. Gefällt mir einfach richtig gut. Und nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Time to Wonder, Fury in the Slaughterhouse zum Beispiel. Da spielt der Lautsprecher richtig auf, denn da hat er dann diese schnellen Bässe oder sowas und das macht der Lautsprecher wirklich sehr, sehr gerne und dann kann man damit auch die Bude zum Wackeln bringen. Aber der lauteste ist der Lautsprecher nicht tatsächlich und damit der Bass auch wirklich so gut und präzise spritzig rüberkommt, hat es der Lautsprecher gerne an einem Verstärker angeschlossen zu werden, der den Lautsprecher auch unter Kontrolle hat. Ich hatte den Lautsprecher mal an einen kleinen 30 Watt Verstärker drinnen, nichts Besonderes, hatte ich die mal dran. Und da war das Klangbild, gerade der Bass, nicht so knackig, nicht so präzise, wie der Lautsprecher es sonst eigentlich könnte. Auch die Höhen lassen sich detailliert raushören, zum Beispiel bei DJ Bass Situations, da hat man am Anfang auf der rechten Seite den rechten Kanal, da hat man in den Höhen so ein das zieht sich durchs ganze Lied und wenn man sich konzentriert, auch wenn das Lied dann mal lauter wird oder so, kann man das immer noch schön raushören. Und das finde ich gut, dass es da der Lautsprecher schafft, dass auch wenn mehrere Sachen auf einmal gleichzeitig wiedergegeben werden sollen, dass er das trotzdem irgendwo noch differenzieren kann, dass man sich auf irgendwas konzentrieren kann und das auch raushören kann. Diese ganze Klangfreude ist zum Beispiel mit dem Denon DRA 800H ohne Probleme möglich. Es ist ein einfacher Stereo-Vollverstärker, einfach 2 Lautsprecher anschließen und schon kann es losgehen. Aber des Weiteren bietet der Verstärker auch noch HDMI-Anschlüsse, was ich doch sehr zu schätzen weiß, denn so können wir mal eben schnell Fernseher anschließen, Xbox oder Playstation dran anschließen, drüber zocken, ist gar kein Problem, denn die HDMI-Anschlüsse sind auf dem aktuellen Stand der Technik. Ich finde, der Verstärker hat ein sehr schönes Design und eine exzellente Verarbeitung. Die Bedienung des Verstärkers ist dabei sehr, sehr simpel. Auch über die Fernbedienung ist das alles gar kein Problem. Interessant ist auch, wenn man den Verstärker dann doch mal an den Fernseher anschließt, so hilft einem ein Setup-Assistent, das Gerät noch weiter einzurichten oder wenn man noch weitere Sachen anschließen möchte, wie man da am besten vorgeht. Also wirklich sehr einfach gemacht und das funktioniert. Dazu liefert der Verstärker auf jeden Fall genügend Leistung, um diese Lautsprecher hier ordentlich antreiben zu können. Das reicht auf jeden Fall alle Male. Auch bei höheren Pegeln oder sowas ist es nicht so, dass es dem Verstärker dann irgendwann zu viel wird oder so. Hier bleibt alles im grünen und sauberen Bereich. Schön ist, wir können an diesem Verstärker auch einen Plattenspieler anschließen, zum Beispiel den Dual DT500 USB. Das ist ein sehr, sehr einfacher Plattenspieler und mit einfach meine ich, dass er wirklich sehr einfach zu bedienen und auch schon fast fertig aufgebaut ist. Man muss nur noch den Plattenteller aufsetzen, das Auflagegewicht einstellen und das war es im Grunde auch schon. Das Tonabnehmersystem oder sowas, das ist schon vormontiert, das muss nur noch an den Tonmann angeschraubt werden. Dann schließt man den Plattenspieler an den Verstärker an und los kann's gehen. Alleine optisch gesehen finde ich, dass der Plattenspieler perfekt in dieses Setup hineinpasst.
dieses Hochglanz oder sowas. Ich mag das ja und das sieht irgendwie, ja, das sieht edel aus, das kann man mal so sagen. Und optisch macht der Plattenspieler wirklich, finde ich, eine ganze Menge her. Gerade auch, weil er clean gehalten ist. Wir haben jetzt nicht irgendwie unnötig viele Knöpfe oder sowas. Gerade einmal ein Drehregler für die Geschwindigkeit an der Front und das war es auch schon. Auf der Rückseite haben wir dann den Anschluss, um den Verstärker an den Plattenspieler anschließen zu können. Ein USB-Anschluss ist auch noch vorhanden, denn so können wir zum Beispiel den Plattenspieler direkt an den Computer anschließen, um Platten zum Beispiel digitalisieren zu können. Sehr schön. Des Weiteren hat das sogar schon einen eingebauten Vorverstärker. So können wir den Plattenspieler zum Beispiel an jeder x-beliebigen Eingang einer Anlage anschließen. Sehr schön mitgedacht ist die Autostopp-Funktion. Denn bei dem Plattenspieler muss man tatsächlich alles selber machen. Selbst wenn die Platte dann zu Ende ist, würde der Plattenspieler einfach weiterdrehen, bis man irgendwann aufsteht und hingeht und es ausmacht. Schläft man jetzt ein oder sowas, dann dreht das natürlich ein paar Stunden lang so seine Kreise mit der Nadel auf der Platte. Das ist jetzt nicht unbedingt immer gut und hier hat man dann die Autostopp-Funktion. Wenn der Plattenspieler merkt, okay, die Nadel oder beziehungsweise die Platte ist zu Ende, dann hört er dann irgendwann auf zu drehen und schaltet sich ab und dann ist einfach gut. Finde ich klasse, sowas. Was ich nicht so klasse finde, vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, wir haben hier gar keine Möglichkeit, den Plattenspieler zu erden. Es kann ja vorkommen, dass ein Plattenspieler brummt oder dröhnt oder sowas. Dann hat man ja oft ein Kabel, welches man dann an einen Plattenspieler anschließt und an eine Erdungsschraube des Verstärkers oder sowas. Und oft ist das Brummen dann weg. Können wir hier gar nicht machen. Wenn ich den internen Vorverstärker von dem Plattenspieler hier nehme, ist alles gar kein Problem. Nutze ich den nicht, brummt es bei mir. Schade. Wenn ich aber den Vorverstärker hier nehme, dann macht der Plattenspieler richtig Spaß und man kann richtig laut auch hören, ohne dass es hier zu irgendwelchen Rückkopplungen kommt. Und das finde ich, das hat mich doch sehr überrascht, denn der Plattenspieler ist jetzt an sich nicht der schwerste. Da habe ich gedacht, okay, gerade wenn irgendwie Bässe oder sowas kommt, dass wir hier Probleme oder sowas haben. Aber das ist erstmal so gar nicht gegeben. Wir können hier wirklich hohe Lautstärken hören, ohne dass es irgendwie zu Rückkopplungen oder sonstigen Schwierigkeiten kommt. Das finde ich klasse, das macht Spaß. Wobei das mitgelieferte Tonabnehmersystem von dem Plattenspieler, das ist das AT3600L. Es ist ein sehr zuverlässiges System, sage ich jetzt mal, man kann da wunderbar mit Musik hören. Aber man kann mit einem besseren System noch viel mehr aus dem Gesamten rausholen. Aber im Gesamten macht das Setup auch mit den Lautsprechern einen Riesenspaß. Und damit ihr euch einen kleinen Eindruck machen könnt, wie die Lautsprecher so performen, gerade auch bei schnellen Bässen, habe ich einen kleinen Soundcheck für euch vorbereitet. Tragt dafür am besten eure Kopfhörer, denn auch dieser ist wieder 3D binaural aufgenommen worden. Viel Spaß dabei!
finde, dass man mit dem Lautsprecher schon Spaß haben kann. Er hat jetzt nicht diese brachiale Teufel-Abstimmung, so nur Höhen oder nur Bass. Ein bisschen tendenziell in den Bass rein geht das schon. Das sind halt die Teufel-Gene. Aber das ist längst nicht so schlimm wie zum Beispiel bei den Ultima 40 oder bei den Theater 500. Da ist das hier schon ein bisschen ausgeglichener. Und gerade wenn man es räumlich haben möchte, dann passt das wunderbar. Oder wenn man halt diese schnellen, präzise Bässe braucht oder mag, dann ist das wunderbar. Für Heimkino oder jetzt richtige Tiefbassmusik oder so ist er jetzt hier nicht ganz so geeignet. Aber dafür finde ich es, dass es mit dem Lautsprecher sehr einfach ist, ihn mit einem Subwoofer zu erweitern. Den können wir zum Beispiel hier auch an den Denon-Verstärker ohne Probleme anschließen. Und dann haben wir noch untenrum nochmal eine richtig gute Mischung. Und das passt dann wirklich, finde ich, das macht richtig Spaß. Wenn euch das Video gefällt, gebt ihr doch gerne einen Daumen nach oben oder abonniert auch gerne diesen Kanal, falls euch diese Themen interessiert. Was haltet ihr denn von den Teufel Definion 3 oder generell von der Idee von Teufel, dass sie jetzt auch komplette Sets anbieten, eine komplette Stereoanlage oder sowas? Man muss ja jetzt hier nicht, ich sag mal, die teuren Varianten nehmen. Ich packe euch mal ein paar Links unten in die Videobeschreibung rein. Da gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel was mit den Ultima 40, was ein bisschen günstiger oder sowas ist. Was haltet ihr von der Idee, wenn man jetzt sagt, okay, ich will gerne schön und gut Musik hören, aber ich habe jetzt nicht unbedingt die Ahnung davon oder will mich damit auch nicht auseinandersetzen. Ich will einfach ein komplettes Set kaufen, was in sich stimmig ist und gut funktioniert. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare oder auch, was ihr von den Teufel Definion 3 haltet. Da bin ich mal sehr gespannt, was dabei rumkommt, weil ich weiß, Teufel ist da so ein bisschen sehr zwiegespalten. Ich bin mal gespannt, was da unten in die Kommentare reinkommt. Und jetzt bedanke ich mich bei euch, liebe Leute, dass ihr wieder so lange zugesehen habt. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben da oder wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte gerne. Dann würde es mich riesig freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's bis dahin gut, bleibt mir gesund und munter. Bis dahin, euer Speaker Schocker. Tschüss. Ach, da oben sind noch 2 andere Videos und da unten ist Abonnieren.